Willkommen aus Australien. Sonnencreme. Wenn wir das Thema Dschungel haben, da kannst du uns doch bestimmt aufklären. Also wir sind am Aussie World angekommen. Ist das geil? Scheiße. Oh Gott. Oh nein. It wasn't 7? 7. 7. Anything we could have done to make it a 10? Keep going, Judith. Ist warm. Ja, echt? Diese gottverdammte Badewanne hier. Digga, was geht denn hier ab, ey? Der Uschi meckert gerade, dass wir jetzt hier hochkraxeln. Leute, ist das geil oder ist das geil? Die ist aber groß. Das habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Wow, krass, wir haben sogar mehr Blick. Wie geil. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits, einen neuen On-Tour-Vlog. Willkommen aus Australien, willkommen aus Brisbane. Wir stehen auf dem Balkon von unserem Zimmer, sind gerade angekommen, haben 4 Stündchen geschlafen. Habt ihr im letzten Anreisevlog gesehen und heute starten wir. Wetter ist irgendwie ziemlich nice von der Optik her. Es ist sehr warm und feucht, aber ich jetzt gar nicht so unangenehm wie gestern Abend gefühlt, aber wir sind jetzt auch abgekühlt und ein bisschen entspannter. Das ist, ich habe das gestern Abend schon gedacht, das ist ein Slingshot, oder? Das ist doch ein Slingshot. Und die haben einen Tennisplatz oder was auf dem Dach. Wir haben hier einen Pool, der nicht von uns ist oder doch von uns. Und da ist das Meer, aber da ist auch Wasser. Ja, stimmt. Aber da ist nicht so viel Wasser wie da. Das ist näher, das Wasser. Ja, aber das ist Meer. Das ist leer, aber das ist Meer. Das ist leer, das ist Meer. Versteht ihr? Ich nicht. Da wird noch so ein riesen Hotel-Tower hochgezogen. Der Betonkern mit Stahl drumherum? Ich weiß es nicht. Wir sortieren uns noch kurz, dann starten wir los und fahren jetzt gleich über 2 Stunden mit euch Auto durch Australien. Sonnencreme. Gold Coast Australia, Surfers Paradise. Da läuft auch schon ein Surfer rum mit seinem Bikini Girl. Wie witzig ist das denn bitte? Ja, wir steppen zum Auto. Wir haben jetzt nicht im Hotel geparkt, sondern nebendran in einem Parkhaus, was um einiges günstiger ist. Erstmal die Tagesrate ist auf jeden Fall viel, viel günstiger. Und da gibt es so ein Wochenticket, das haben wir euch gestern auch gezeigt. Und ja, das gehört irgendwie auch zu uns. Ja. Aber ist der Rooftop jetzt hier unten oder gibt es echt noch einen Rooftop? Crazy, crazy, crazy. Da wird noch der Randstein abgespritzt. Das ist wirklich super surreal. Ne? Das ist echt so eine Mischung aus Florida und London. Gepaart mit Classic USA. Keine Ahnung. Ha, crazy. Super crazy. Aber es ist ja auch das andere Ende der Welt. Wir haben natürlich noch nicht vorher uns notiert, wie rum unsere Spülung im Klo sich dreht. Aber da kann Bart Simpson hier wieder anrufen. Krass, krass, krass. Wow, der Stern, der kann es dann aber, wenn er kommt. Hier ist unser Parkhaus. Ja, ungefähr.
Leute, wir sind ja jetzt schon ein bisschen unterwegs. Ich habe auf jeden Fall in der ersten halben Stunde schon mehr Raptor gesehen als jemals zu Hause. Pickup-Kultur in Australien offensichtlich auch voll am Start. Aber richtig crank. Highway Patrol haben wir gerade überholt und ist nochmal an uns vorbeigefahren. Alter, die fahren mit einem Kia Stinger. Ja, was ist denn mit denen? Vor allem mit der Folierung, dem Zeug drauf und so und wie so ein Stinger halt ist. Das sieht aus, als ob hier so ein Tuning-Car unterwegs wäre, aber es ist die Highway Patrol. Ich glaube auch, dass die ganze Zeit Geschwindigkeit so angezeigt bekommt von den Vorausfahrenden. Ist jetzt bei einem Mercedes Actros gang und gäbe, dass man das sehen kann, aber das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen geeichter vielleicht und so. Ansonsten alle super PC unterwegs. Im Schnitt ist hier, also meistens, also Höchstgeschwindigkeit, was wir bis jetzt hatten, was gefahren werden darf, 110 km/h. Übrigens, das ist ziemlich cool. Hier ist km/h, Meter, dies, das, Ananas. Das hat man jetzt nicht in Meilen oder so von den Briten mit übernommen. Aber das Linksfahren. Ja, ansonsten haben wir jetzt schon 34 Grad auf der Uhr. Um 9 Uhr. Jo, wir fahren noch eine Stunde 30. Kam gerade ein Star Wars Herausbus an uns vorbei. Ich glaube, das ist auch da oben, wo wir jetzt hinfahren. In der Ecke sind die Studios davon. Ich meine, das ist da direkt. Die Studios. Was? Ja, also die sind halt wirklich direkt an der Küste und so. Die sind nicht irgendwie hier. Dschungel. Wenn wir das Thema Dschungel haben, da kannst du uns doch bestimmt aufklären über die Unterschiede zwischen Down Under, Outback und weiß ich nicht was alles hier, ne? Ja, kann ich machen. Also ich habe das nur die Tage kurz überflogen, also nagelt mich bitte nicht drauf fest. Und zwar habe ich gelesen, dass man kennt ja den Begriff Down Under und man, also ich oder wir haben das einfach mit Australien assoziiert. Das ist halt Australien. Aber Australien ist ja grundsätzlich das Land und Down Under ist quasi Australien plus Neuseeland. Das ist Down Under, das bezeichnet man als Down Under, also das da unten. Tasmanien eingeschlossen, meine ich. Und genau, und dann gibt es ja das Outback und das Outback ist ja quasi die Wildnis, wo fast keine Zivilisation ist. Und das befindet sich so im Norden des Landes Australiens bis hin zur Mitte. Und da sieht man halt auch auf der Karte dann, dass da ganz viel nix ist. Und da ist es gefährlich. Da sollte man nicht hin, wenn man keine Ahnung hat, was man da tut. Das würde ich nicht empfehlen. Also das ist so die Definition, so wie ich das gehört habe. Yes. Auch noch mal ganz kurz, weil wir gestern schon in so eine Rechtfertigungsstimmung wieder reingekommen sind. Neuseeland machen wir auch nicht. Also auch, ich weiß nicht, irgendwas, was wir auch nicht machen, aber es ist immer so, das nicht gemacht. Also ganz oft denke ich mir so, ja, wir sind halt nicht so blöd, wie ihr vielleicht meint, aber es passte dann vielleicht alles nicht. Alles wie gestern halt, wo ich gesagt habe, so kein Stopover in Dubai oder sowas. Neuseeland wäre halt auch nochmal ein Stückchen Kohle obendrauf gewesen. Und da ist dann ein kleiner Park. Neuseeland selbst wollen wir natürlich auch mal sehen. Das soll ja auch sehr, sehr schön sein. Aber mit dem, wie wir diese Tour gestaltet haben, war das absurd. Wir hätten in Neuseeland quasi anfangen müssen. Und überhaupt, also das war wirklich nicht realistisch. Leider. Sehr, sehr schade. Aber dann hat man ja noch mal einen Grund, hier die Ecke irgendwie unsicher zu machen, würde ich mal behaupten.
So, wir sind angekommen, Leute. Ich hätte schon Koala gesehen, ich noch nicht, aber der war hier vorne im Baum. Wir sind am Aussie World oder wie sagt man Aussie World? Sagt man Aussie World? Aussie World. Also wir sind am Aussie World angekommen. Beide Achterbahnen haben wir gerade schon fahren gesehen, die es hier gibt. Ich möchte euch einmal hier ein Fahrzeug zeigen. Ist das geil? Der bremst auf jeden Fall nicht für irgendwelche Kängurus. Mega. Da vorne ist gerade wieder eine Mutti mit dem Raptor am Start. Ist das cool hier, ey. Fahrt super entspannt, Autofahren hier ist auf jeden Fall ziemlich nice. Die Leute sind super PC. Alle fahren gleich schnell. Und deswegen hast du keine wilde Spur gewechselt, kein Krampf, Mampf. Also das ist ja wirklich sehr, sehr angenehm gewesen jetzt hierhin. Der hat einen Full-Face-Helm auf dem E-Scooter an, das ist glaube ich auch nicht nötig. Der andere hat halt gar keinen an. Kleiner. Also man sieht schon einiges von hier, wie so ein Zamperla Disco. Kettenflieger, der sieht aus vom Dach her wie von Zambala, aber jetzt kommen wir erstmal zum Eingang. Oh, da kommt ein Bus, aber der ist leer. So Leute, wir sind drin, wir wurden sehr freundlich begrüßt und haben kurz mit, ist das vom Marketing? Ich weiß gar nicht, von was es ist. Das ist irgendein Supervisor. Ich wollte eigentlich ein Foto machen, aber jetzt fängst du natürlich an zu labern. Und wir haben ein kleines Briefing bekommen wegen On-Ride-Videos. Das wird total spannend jetzt für euch, denn es gibt jetzt 2 Achterbahnen zu fahren. Zum einen einen Wacky Worm, ja, auch in Australien, und zum anderen eine Drehmaus. Auch das. Erstmal dieses Standardportfolio, wo wir in Nordfrankreich 3-mal im Jahr neue Accounts haben. Damit fangen wir in Australien an, wie sich das gehört. So, und jetzt also, boah. Aber es hat sich schon gelohnt, hier hinzukommen, finde ich. Wir starten direkt hier unten mit dem Wacky Worm und wir konnten jetzt nicht mitfahren, weil es geht nur ein Erwachsener pro Wagen. Und wir sind 2 Erwachsene und es war noch ein Wagen frei. Hat also nichts mit unserer Fettleibigkeit zu tun, sondern dass das hier so eine Regel ist. Steht auch noch mal extra da drauf. Zero Tolerance übrigens auch. Achso, gegenüber aggressiven Fahrgästen. Ja, ja, Wacky Worm mit Reibradlift, also eingezeltetes Liftgebilde mit voll dem Geländer wie in einem Treppenhaus. Und sehr spannend, damit man auch nicht rechts irgendwo rausgreift, ist dann ein Blechzaun dran geschraubt an den Zug, seht ihr jetzt gleich. Und ich finde auch, das ist das mehr verstärkt hier, das Stützengebilde, man weiß es nicht.
Dieser Stand hier. Soll ich dich das stimmt. Du. Back with stones go in the shell. Come Yes. into the red sea. Pull your left leg down right away, please. Thank you. Oh Gott! Oh nein! Oh Himmel! Oh. Jetzt geht das ja ab, Alter. Oh nein. Oh. Oh. Ich werde schon wieder von allen anderen ausgelacht, weil sich das so viel dreht. Herrschaftszeiten. Eieieiei. Kleinen Überblick mal schnell über den Park. Hinter mir seht ihr schon die Achterbahn, die gerade gefahren wurde. Leute hatten Spaß, die von außen die Drehung gesehen haben. Ja, Revershaw würde ich jetzt mal schwer behaupten. Spinning Coaster, wie ihr ja alle schon kennt. Eine Reiseanlage. Oh, das schallt aber hier drin. Und zwar mit dieser großen Kurve, die Heidi the Coaster als erstes hatte, die auch Time Machine hat. Und hier in Australien gibt es diese Kurve auch bei der Drehmaus, also eine kleine Besonderheit. Ja, gut gedreht. Steht hier aber auch echt nur auf der Betonplatte, eine Reiseanlage. Aber drumherum ist ein bisschen Streaming. Station ist ganz nice. Die haben sich da Gurte mit einbauen lassen. Es gab erst wohl einen Beckengurt, den gibt es nicht mehr. Also ich habe erst den Schlitz gesehen, wo der Gurt mal rauskam und dann auch das Gurt schloss. Jetzt haben die so einen Plastikclip vorne am Bügel, wo der Gurt nach unten runterhängt. Und dann haben die eine ganz unauffällige kleine Lampe. Wenn die anfängt zu blinken, sollst du den Clip lösen. Also undo the buckle. Ja, weiß nicht, fällt halt nicht auf. Aber dann kommt die Mitarbeiterin. Das habe ich gecheckt. Sogar ein bisschen thematisiert, ja, ne? Genau, das ist nämlich hier Dingo, was ist Dingo? Dingo Racer. Und ja, du hast so eine Wellblechbude mit Maschendraht drumherum und ein bisschen
ja, Ölfässer, Autoreifen, so ein bisschen Rusty, Mad Max, Outback-Style. Leute, alte wilde Maus-Chasen. Die hatten eine alte Holzmaus hier stehen bis 2016, also ein bisschen zu spät. 2022 kam die neue Drehmaus. Was hier sonst noch so steht und ein bisschen zur Geschichte des Parks haben wir euch jetzt kurz und knapp zusammengefasst. Aussie World ist der nördlichste Freizeitpark in Australien und wurde am 24. November 1989 an der Sunshine Coast in Queensland direkt am Bruce Highway bei Palmview eröffnet. Der kleine Freizeitpark ist sehr wichtig für den Tourismus in der Region und wird auch heute privat geführt. Das hätte sich 2008 fast geändert, als die große australische Freizeitparkkette Village Roadshow Theme Parks Teile und Land von Aussie World erwerben wollte. Für einen Wasserpark, den Wet n Wild Aussie World. Nachdem unter anderem schon Bauanträge eingereicht wurden, merkte man 2009 bei Village Roadshow Limited, dass die große Investition an diesem Standort nicht genug Ertrag bringen würde. Aber was bietet nun der ganzjährig geöffnete Freizeitpark? Neben vielen Dingen, die wir hier im Vlog zeigen, kommen natürlich auch viele kleine Spielereien und Erlebnisse dazu. Unser Fokus liegt aber auf den Fahrgeschäften. Wie zum Beispiel bei The Wasp, ein sogenannter Airborne Shot von SBF Visa. Hier kann man mit einem Joystick den Ausschwung bei der Fahrt sogar selbst beeinflussen. Wellenförmige Schwungbewegungen gibt es beim klassischen Kettenflieger von Cira Rides, der in Aussie World Ballroom Blitz heißt. Was in keinem Freizeitpark fehlen darf, ist natürlich die Schiffsschaukel. Die in Aussie World ist weder klein noch groß, aber sieht außergewöhnlich aus. Aber es ist ja auch eine Rakete beim Space Shaker. Noch wichtiger und meist ikonisch ist für jeden Park ein Riesenrad. Hier klassisch einfach Ferris Wheel. Hochgelegen im Park gibt es mit SX360 einen absoluten Hingucker und einen Ride für alle, die mehr wollen. Diese 360-Grad-Schaukel ist nichts für schwache Nerven. Erst schaukeln, dann drehen und am Ende auch noch überschlagen. Muss man wollen. Wer doch lieber zusammen mit der ganzen Familie etwas erleben möchte, fährt Wildwasserbahn. Direkt neben dem schönen Wasserspielplatz Leak in Logs befindet sich ein Standard-Logflume von Reverchon. The Plunge hat aber eine schöne und aufwendige Gestaltung von Aussie World bekommen, was die Bahn immens aufwertet. Natürlich gibt es hier auch einen Autoscooter mit dem kurzen und knackigen Namen Stockshed Speedway Dodgems. Für die kleineren Gäste gibt es selbstverständlich auch eine Autoattraktion. Bei Speedstars kann man sogar selbst frei steuern. Das soll es aber für die jüngsten Gäste noch nicht gewesen sein. In weiser Voraussicht hat man wegen der australischen Sonne ein paar Karussells unter Dächern. Wie die Teacups Tinlitz Tea Party oder auch das kleine Karussell Giggle Go Round. Das klassische Pferdekarussell bringt sein Dach gleich selbst mit, so wie auch beim kleinen Zug, der hier seine Runden dreht und auf den Namen Little Butte Toot Toot hört. Einen Oldschool-Kettenflieger gibt es im nördlichsten Freizeitpark Australiens natürlich auch und der heißt Booma Zooma. Daneben steht mit Bombara Bounce ein 10 Meter hoher Drop Tower aus dem Hause SBF Visa, welcher wirklich schön gestaltet wurde, also zumindest drumrum bei dem, was geht. Und auch in Zukunft kommen neben dem, was wir jetzt noch zeigen werden, neue Fahrattraktionen dazu. So, Deutschland, nehmt euch mal Beispiel. Das hier ist mal ein Dach für eine Bierbahn, oder? Wie man sieht, ist auch alles im Schatten. Also nicht nur so einen Langnese-Schirm da reinstecken, der keinem was bringt, sondern hier ist Rücken im Schatten, Füße im Schatten, Beine im Schatten, Kopf im Schatten, alles im Schatten. Du bist auch im Schatten. Schatten, so hat jetzt so. Hier ist ein Busch. Das ist wirklich unnormal. Krass. Ich finde es irgendwie nicht so schlimm vom Gefühl von der Hitze wie in Südstaaten. Erzähl das mit deinem roten Gesicht. Ja, ich weiß, aber es läuft mir auch runter, die Suppe, aber so. Zumachen. Hier ist der Dingo übrigens.
Wir stehen hier jetzt vor, wie heißt es hier nochmal? Wie immer, Mayhem. Warte. Mayhem Maze. Hier in Aussie World gibt es zwei verschiedene Mazes. Eine Erwachsenen-Maze, beziehungsweise Horror-Maze und eine Kinder-Maze. Die haben wir noch nicht gesehen, also ich zumindest nicht. Die sind nicht upcharged, die sind inkludiert. Und wir sind jetzt gerade in der Horror-Maze gewesen und die ist aber erst ab 12. Und also war auf jeden Fall nicht schlecht. Also die nehmen halt auch wirklich keine großen Gruppen, sondern nur wie viel die Gruppe beträgt. Also wir waren jetzt so zu zweit drin, vor uns waren welche zu viert. Jungs, die sind auch wieder rausgerannt nach dem ersten Raum, keine Ahnung. War auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Also Live-Actor auch drin, Animatronics drin, so eine Vibrationsplatte war drin, Smellpots waren drin, Musik gut gemacht. Also auch die Räume und so verschiedene, nicht schlecht. Hast du gesagt, dass der Host hier vorne, den einen das macht, ein guter Actor ist? Er ist ein guter Actor. Make-up ist okay, das schwitzt er halt selber auch komplett weg, weil er ist Local und schwitzt es komplett weg. Dann Kostüm passt auch, dann die kurze Hose ist schon schwierig. Und dann Jordans, weiß ich nicht. Es fällt ab so, das Konzept. Aber sonst ist sie echt gut. Vor allem für die Maze, die ganze Zeit betrieben wird. Die hat übrigens auch Operation Hours, ich weiß gar nicht, wo die jetzt gerade stehen. Und die Achterbahn eben auch hat Mittagspause, die andere macht später auf. Ich glaube, du kannst dich nochmal filmen, du hast jemanden hinter dir stehen. Ja? Echt? Wer ist das? On a scale of 1 to 10, how would you rate your experience at the doctor's office today? I think it wasn't 7. 7. 7. Anything we could have done to make it a 10? Probably. What could we have done? Give me some feedback. So the scares were a little, zurückhaltend. I don't know the word in English. Shy. I like that they didn't touch us. That was good. And the rooms were good. Keep going, Judith. Are you my director or something? I think you got work to do, don't you? I'll find you later. Ja, genau, also es war wirklich nicht schlecht. Mehr will ich jetzt auch nicht sagen, weil ich habe Angst, dass ich sonst heute nicht mehr lebend zurückkomme. Aber ich habe immer noch nicht den Arzt gesehen. Ich sollte doch zum Arzt. Nee, ich habe keinen Arzt. Was? Ich habe keinen Arzt. Ja. Ja, wurde ich betuppt. Betuppt wurde ich hier. Kettenflieger will auch keiner fahren. Kettenflieger will keiner fahren, ne? So, wir machen weiter. Du bist ein Bild. Richtig cool, der Zampella Disco hier, der hat so ein rundes Dach, Flachdach so über sich, so ein Zeltdach. Eigentlich ziemlich praktisch, würde ich sagen. Eine Kette drum gespannt um die Sitze, damit keiner rausfällt oder durchrennt. Ich sag nur, Gott sei Dank ist das kein großer, damit wir den nicht fahren müssen. Das ist immer, wie dumm das Kaufen ist, wenn das eine Pflicht ist, man das muss. Deswegen macht ich jetzt nicht. Nein, das ist keine Pflicht, das wisst ihr auch, aber der Johannes hier, der hat das jetzt mal so gesagt. By the way, Frederik. By the way, vor uns in der Maze standen gerade zwei an, die haben wir jetzt gerade nochmal getroffen, die haben uns gefragt, wie es war. Und dann kam halt raus, dass wir aus Deutschland sind und das einzige Wort auf Deutsch, was sie konnte, also sie hat kurz Moment, Prost. Ich finde auch, das ist das Wichtigste, ja, was man kennen sollte, wenn man mit Deutschen sprechen möchte. Also worum soll es sonst gehen, oder? Ist doch klar. Bratwurst. Ja, aber das muss ja alles lang sein im Deutsch, deswegen so, wie viel lange Schnacken, Nacken. Ist warm. Ja, echt? Diese gottverdammte Badewanne hier. Was ist das denn? Übrigens wird hier farbige Knetmasse geknetet oder so. Was ist das? Slime. Slime Lab.
Wir stehen jetzt gerade vor Retro Rocket. Das ist ein Gebäude. Darin kann man nicht sehen, was da drin ist, aber auf dem Parkplan kann man das sehen. Leider ist das geschlossen wegen Maintenance, genauso wie das Ferris Wheel heute. Aber da drin ist eine Berg- und Talbahn, eine Oldschool, so wie es aussieht, auf dem Parkplan. Aber man weiß ja immer nicht, wie das gemacht ist. Aber das Gebäude lässt auch anmuten, dass es etwas älter ist hier. Poli ist ja auch sehr cool. Tja, schmeichelt dir. Das schmeichelt mir, du Arschi. Der? Dünni. Sieht aus wie John Cena auf dem Kopf. Achso. Wie viel Spaß man mit diesem bescheuerten Spiegel haben kann, ne? Naja. Das Great Australian Dunny Race. Dunny. Ah nee, Dunny, stimmt. Warum steht da Dunny? Was ist Dunny für ein Wort? Australisches. Denkt ihr, was immer denken alle, du bist schlau, ich bin doof, aber ich sag's aber richtig. Ja, immer. Korrigier's falsch. Immer. Ja. Ja. Wie war das gestern heute mit Exponieren? Also exponiert. Ja, und wer hat's korrigiert? Ja, du, aber wer hat gemerkt, dass es falsch war? Keiner. Ja, du mich auch. Ja, beide gleich. Okay, ich hab nichts gesagt. Was? Und für dich? Noch Ich muss doch die Hand hoch. Die Blöße gebe ich mir nicht. Bist du nicht jetzt? Wie schwer kann man das schon? Jetzt Mischa bin Alrighty guys, just staying seated and I'll undo those lap bars in just a moment. Was ist das für eine gruselige Sackrutsche da hinten? Runterlaufen an den Pfeilern. Okay. Picking that one up and then stepping out this way. Although, I'll just explain this while we have a quick crack guide. So we're going to be sitting on the pocket part of the mat today. It's also the part that's going in the black box on the floor in front of you. Make sure your mats are out nice and flat and straight, pointing down to the red carpet at the bottom. To get on your mat, just crouch down behind it and swing your legs over the top, sitting as close to the back of the mat as you can with your legs straight out in front of you, just like the picture over there. And then once you sit on your mats, guys, just waiting for further instructions. Don't go down the side just yet, and do your absolute best to avoid standing on the side or the part of the mat that's on the side. It's quite slippery and we don't want you to slip down without your mat. Feet forward, hands on your knees. Oh Gott, das will ich. And from these guys. Ich hatte mehr Angst als Vaterlandsliebe, unbegründet. Aber wir mussten heute auf der Tasche sitzen. Ich bin immer noch vom Hochlaufen. Alter, 40 Grad. Und ich gelatscht auch hoch. Ey. Also vorher die Kinder vor mir waren so langsam. Lecker. Boah, die hole ich mir jetzt. Nein, tue ich nicht. Na gut, dann eben doch nur Wasser. Sag mal, sind wir hier an der Ostsee oder was? Ja, wir sind hier an der Ostsee, der Fisch sagt das. 2 Wasserspender gibt es hier im Park, wo man kostenlos Trinkwasser auffüllen kann. Stay hydrated. Du bist schon im Bild, keine Sorge. Du hast jetzt aber im Kopf geschüttelt, so wie du aussiehst. Ja, wenn einer fragt. So, wir waren jetzt gerade noch in so einem, ja, wie soll man das beschreiben? Funhaus, Spiegellabyrinth, 3D-Maze, verschiedene Sachen. Du hast eine Spektralbrille auf und ein paar
coole Effekte. Ich fand dieses Gotham City Ding fand ich ganz cool. Und ja, Laser habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ich finde gerade Laser, die dazugehören. Spiegellabyrinth mag ich grundsätzlich nicht, aber sonst ein paar coole Effekte. Die Kids hinter uns waren ein bisschen Sturm- und Drang-mäßig am Vorlaufen. Und eine Tür, die hat uns dann ein Vater gesagt, die ist super heavy zum Drücken und ich wollte nichts kaputt machen. Ja, aber sonst war eigentlich ganz süß. Also jetzt für so einen Park passt das ganz gut. Das ist die Kindermaze dann. Das ist die Kindermaze. Würde ich mal sagen, ne? Aber bei da hinten war ja noch so ein Zug, wo so abgesperrt war. Vielleicht ist das dann für Halloween selbst. Ja, super. Ach Gott. Boah, das ist ja sick. Mit den Dingen? Ja. Oh nein. Nee, ist einfach nur sick. Oh nein. Oh Gott. Alle, die jetzt ohne Brille sehen, sind die doof. Nee, oh ja. Oh Gott. Aber wo gehen wir denn hin? Hexe. Ich glaube hier, oder? Nee, auch nicht. Hast du eine Tür? Also hier steht zwar Exit drüber, aber... It's actually that one with the exit. Is it really? It's just a really heavy door. Ah, okay. My first time wasn't he going? Okay. Have you got the code? Ja, ich geh mal durch. Das ist ja geil. Oh nö. That thing happens all the time in the impossible world. The reality within Nein. space and Das ist noch nicht. Echt, da bist du jetzt drauf reingefallen? Is GR2CU? Hi. That way? Okay, this is it. Das ist kein Unterschied. Hallo Pirat. Das ist cool. Ach, das ist hinten. Oh. Das ist vorne. Ja, das ist immer noch cool. Und das ist ein totes Tier. Was meinst du? Ich habe hier 29,99 schon gesehen bei dem anderen. Genau, was ich noch gesagt haben wollte. Spinnen, große, riesige Spinnen am Requiem, die wahrscheinlich für hier winzig klein sind. Für uns werden sie, das ist Oh, das ist die Hässlichkeit in Person. das ist so hässlich, dass es wieder geil ist. Hast du den Eintrittspreis gesagt So. gehabt? Sehe ich bei Golden Tapes. Ja. Marc hat Mut zur Hässlichkeit. Nee, was kostet das? 30 Euro. Umgerechnet. 30 Euro kostet ungefähr. Und umgerechnet 49,50 $. Ja, muss man bei dir halt immer öfter Wir nachfragen. sagen immer Dollar. Es ist Dollar, aber australische Dollar. Denkt daran. Ich sag australische Dollar. Ich sehe aus, Alter. Appreciation. Oh nein. Warte, wo habe ich das schon mal gesehen? Da gibt es auch was mit dem Sarg. Das ist deine Abteilung. Nee. Was für diese Also ganz viele Plastikknarren und so. Das Nerf Guns. Ich darf da nicht hingehen, das kauft das. Das sieht aus wie dieser McDonalds Polo. Ja. Der, glaube ich, nie McDonalds Polo war. McDonalds hat den zwar verlost, aber das war eine Sonderedition, allgemein von VW, glaube ich. Und ich assoziiere das immer noch mit dem McDonalds Polo, der die ganzen vielen verschiedenen Farben hatte. Aber ich bin jetzt auch nicht im Thema. Sollten die dann nicht schlafen? Das ist ja geil. Ja, aber die eskalieren dabei ja voll. Ja, das stimmt. Das ist nicht so. Oh, hier ist Hintergeschlechter getrennt.
Oh weia. Guck dir das Riesenhaus mit der Rutsche an, ey. Oh nein. Ich habe lieber ungewöhnliche Plüschtiere. Wir gehen weiter. Ich weiß nicht, warum du mich dabei ins Gesicht filmst. Was denn jetzt? Groß oder? Mega groß, Minis, was denn? Die finde ich auch ganz witzig hier. Der Ventilator der Lampe ist ja toll. Ja, das kriegst du Epilepsiewarnung hier im Shop. Thank you. Das ist ja geil. Hier als Parachute Tower. $100. Aber witzig, ne? Vor allem, wenn das auch funktioniert. Das ist richtig cool. Das ist echt cool. Sag mal die Rückseite. Ja, die gibt es ja. Das ist ja cool. Der kostet 129. Wie kostet der? 129. Ja. Ah, der ist echt cool. Also so großzügig wie das hier abgesperrt ist, dass die hier malen können, dass da keiner in das frisch gestrichene reinlatscht. Ne? Da müssen die ja mit Öl malen, wenn das so langsam trocknet bei der Hitze. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also wir sind übrigens zu Hause mit einem schwarzen Raptor unterwegs. Eben war ein weißer, gleiche Stil wie unserer. Ich finde es ganz cool, ich mag das gar nicht, sage das zu Billo, aber wir können das mischen, wir können uns auf Grau einigen. Und ihr kennt ja den schwarzen. Jetzt, und Grau ist echt, also dieses Grau ist echt cool. Hätten wir auch zur Auswahl gehabt, aber wir können euch das auch noch zeigen. Hier steht es nämlich. Der hat auch nicht dieses Muster hinten. Nö, bisher nicht. Nee, aber ich kenne nur mit diesem Muster immer gesehen. Schönes Auto, schönes Auto. Okay. Ist auch ein Charakter. Warum muss das richtig geil, ey? Ich würde mal sagen, Auto hat eine okaye Größe. So, 40 Grad auf dem Tacho. Wir sind wieder im Auto. Geil, Audi. Ich habe ja gestern, glaube ich, noch das kleine Problem erwähnt mit meiner nicht vorhandenen oder mit unserer nicht funktionierenden Handyhalterung. Ja, ich bin, weiß ich nicht, Nachkömmling von MacGyver. Aber nicht nachmachen. Ja, funktioniert. So, das haben wir. Was waren wir jetzt hier? Gute 2,5 Stunden oder so? Wie viel ist denn überhaupt? Ach, ja, überschaubares Portfolio, aber cooler Park und coole Attraktionen. Ich finde die Lage hier so im Berg ganz cool und die Mazes sind cool. Also für so Family-Ausflug richtig nice. Und wir fahren jetzt zu einem Supermarkt, denn wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Getränke, die wir im Kühlschrank packen im Hotel. Und wir haben, seitdem wir im Flugzeug gesessen sind, haben nicht mehr gegessen. Wir haben Hunger. Stimmt. Das ist jetzt auch schon wieder was länger her. Hier schon wieder gelandet. Moment mal, ich habe ein Allradfahrzeug, ja? Das hat sogar Allradlow. Da kann ich auch mal hier lang fahren. Hier passt du bitte auf Kängurus auf, Schatz. Nö. Don't be gentle, it's a rental. Das macht dir Spaß. Oh, das wäre auf jeden Fall nicht gut gegangen. Hier ist die Frage, wie lange macht man das jetzt? Ja, wir gucken mal um die Kurve, ob da irgendwie nochmal ein Schild steht oder so. Ich finde es auch jetzt schon sehr standing, muss ich sagen.
Alter, diese Geräuschkulisse, wie krass ist das hier bitte? Super geile Straße, die wir gerade fahren. Wir sind nicht da, wo wir hinwollen. Es ist nämlich ein Wildpferde-Aussichtspunkt ausgeschildert, der nicht hier ist. Aber voll geil, die Strecke jetzt hier mal zu fahren. Irgendwie ist das Auto jetzt voll dreckig. Aber dafür ist er ja auch da. Richtig, richtig cool, ey. Geil ist es auch noch. Digga, was geht denn hier ab, ey? Der Uschi meckert gerade, dass wir jetzt hier hochkraxeln. Wir haben halt keinen Rettungswagen. Leute, ich muss so stehen, ich weiß nicht, ob man das sieht, weil es so steil ist hier hoch. Junge, das ist gerade auf jeden Fall ein Akt hier hoch. 700 Meter können verdammt lang sein. Auf die Länge sind es bestimmt nur 300, aber... Leute, ist das geil oder ist das geil? Wir haben uns hier hochgekämpft. Was für ein krasser Ausblick. Lohnt sich, glaube ich, hier auch mal hoch zu steppen. Kranke Libellen, alles krank laut. Hallo. Wildpferde habe ich noch nicht gesehen, kann ich mir gerade auch schwer vorstellen. Also die sind ja eigentlich nicht im Wald, die sind ja auch auf so Lichtungen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Aber es sind überall Forstwege durch. Und die M3, M1, Motorway, auf jeden Fall 1 oder 3, den wir hingekommen sind, geht hier auch durch. Ziemlich flaches Land. Das ist ziemlich geil mit den Bergen auf der Seite. Jetzt gerade die Sonne und der Staub, der aufgewedelt wird da und so. Das ist schon sehr geil. Ja, Buschfeuer war hier, sieht man. Und hier ist nochmal Erklärbild dazu. Danke für nix. Ich weiß nicht, alter Welt. Also bei uns sind die Riot Kids wenigstens so faul und kommen hier nicht hoch. Ich weiß nicht, wie gut mich versteht, weil es sehr stürmisch ist. Aber ja, Australien landschaftlich, also wie zu erwarten, sehr stark. So, das ist hier jetzt auch nicht einfach nur für uns zum schönen Runtergucken gebaut worden, sondern war, also, weil hier ist ja auch keiner, zum Beobachten von Waldbränden. Und die kannst du dann melden. Bloß wenn jetzt irgendein Hyopai wie wir irgendwo anruft, sagt, der Wald brennt. Der welcher? Ja, die Abfahrt. Ja, wo denn da? Ja, links runter. Das bringt ja keinem was, du findest das ja nicht. Von hier aus siehst du das gut. Wenn du das aber siehst, kannst du das melden. Hier drumherum sind überall ist eine Skala mit Zahlen und Markierungen, sonst wäre es keine Skala, glaube ich. Und wenn es da jetzt brennen würde, das ist genau, wo die 30 ist. Und, ja, genau gerade durch ist das. Und dann guck ich hier ist die 30, dann kann ich das hier ist eine Karte und dann gibt es hier verschiedene Sektoren und dann kannst du das danach melden und es gibt hier auch Umkreis-Dingenskirchen. Und wir sind wahrscheinlich hier und dann hast du hier die Sektoren bis nach außen. Irgendwo da ganz hinten kommt also wieder Zivilisation. Wir haben uns eben auch gewundert, warum es hier keine Supermärkte gibt. Hier gibt es nur einen kleinen Freizeitpark, weil wir sind gefahren. Keine 10 Minuten sind wir jetzt gefahren bis hierhin, ne? Ja. Ja, voll geil. Also die Mitarbeiter von HQ Plantations, die können das hier auch benutzen, um die Feuer zu beobachten, wie der Bro gesagt hat. Und dieses Kabel, was da oben hängt, damit geht man dann quasi zu dem Geländer und von da aus spannt man das dann gerade hier wieder zurück und dann hat man genau den Punkt, wo das hier auf der Karte ist. The vertical wire at this table lines up the fire with the compass bearing on the handrail, which can then be plotted on the map on the fire table.
Vielleicht fehlt da was. Aber dann ich habe mich schon gefragt, wie man das mit den Sektoren einschätzen soll, wie weit das weg ist. Aber das erklärt dann eigentlich. Ja, die haben es hochgeknotet, weil das, glaube ich, nur die Mitarbeiter machen und nicht einfach irgendwelche Leute. Also die kriegen dann Feuer gemeldet und fahren dann hier hin und gucken dann. Also, wenn ich nach der Notiz gehe, die hier noch draufgeschrieben wird, it's not a house, it's a crack home. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video wirklich so rüberbringen kann. Aber guck mal, wie steil das ist. Jetzt geht's hier runter. Meine Güte. Hier ging es gerade noch hoch. So, wir haben uns jetzt für einen Essensstopp entschieden. Wir sind ja jetzt hier im Supermarkt Woolworths. Ja, das heißt hier so. Nicht Woolworth. Und auch nicht, das ist auch nicht dasselbe Woolworth. Und hier ist so ein Hub, wo man auch ein paar Sachen hat, die Essen anbieten. Und wir wollten eigentlich zu Hungry Jacks, weil das ist ja das australische Burger King. Haben uns jetzt aber, weil es hier keins gibt, dafür entschieden, hier zu Red Rooster zu gehen, weil wir nicht die Einkäufe dann im Auto lassen wollten, wenn wir jetzt gleich eine halbe Stunde einkaufen gehen oder so. Und jetzt essen wir erstmal was. Vor allem, wir haben gesagt, wir machen irgendwas, was hier direkt dran ist, schon mal vorneweg. Und ich weiß nicht, wie banausisch das ist, in Australien Burger zu essen, aber ich glaube, es sind zu viele negative Einflüsse, dass man das machen kann. Also, australisches Sauerkraut ist, also was bei uns Sauerkraut ist, was ja alle angeblich essen, ist hier so ein Meat Pie. Weiß jetzt auch nicht, ob ich da so geil drauf bin. Repellent. Hier. Frost. Also wie ihr seht, nicht nur alles hier will dich töten, sondern die Menschheit will auch alles töten, was hier ist. Ja, das macht auch mal Sinn, weißt du, da bist du nicht 4 Stunden beschäftigt, um mich einzusprühen, oder? Einfach mal eben. Und nur $12, ne? Musst du sagen. So. Jetzt wieder jemand nackt, das ist ja ganz normal, ne? Alle nackt. Also halbnackt, oberkörperfrei, ohne Bikini. So läufst du hier rum, so fährst du Auto, so gehst in den Supermarkt, das ist ganz normal. Voll ist kein witzig irgendwie, aber nee, stimmt. Ist ja nicht so, als ob wir hier an der Promenade lang gehen. Es ist einfach so. Möchtest du flüssigen Tuch? Ich nicht, nein, du? Kein flüssiger Tuch? Nein, ich nehme mir fürs Auto jetzt Achso, wir haben hier Liquid Death. Ich dachte gerade, das wäre ein Energy Drink oder so. Es sieht halt so aus vom Design, aber das ist tatsächlich Flavored Sparkling Water. Hier haben wir Mango, Chainsaw und Severed Lime. Oder auch nur Mountain Water. Drinking Water from the Alps. Also, das ist auch ganz schön weit gereist dann. Das ist richtig. Liquid Death. Kann ich nicht stehen lassen, müssen wir mitnehmen. Für was hast du dich entschieden? Mango Chainsaw? Mango Chainsaw, Flavored Sparkling Water. Ich habe zuerst Sparkling Wine gelesen. Irgendwie geil. Aber es hat auch sehr viel Wassergeschmack noch. Ah. Ist ja auch nur Flavor, ne? Ein Kind Limonade, ne? Aber es ist gerade richtig geil. Ja. Ich trinke auch mal. Ist geil, oder? Ja. Nicht schlecht. Übrigens ist hier auf den ganzen Gebinden natürlich auch Pfand. 10 Cent, was 6 Euro Cent, glaube ich, sind, wenn wir uns nicht vertun. Verreifte Metro. Das ist eine Metro, guck mal, das ist so cool. Mit Reifen. Geil, ey. Da oben fährt, ne, das ist ein Bus. Langweiler. Das macht doch keinen Sense, oder? Mehr keinen Sense. Die Austins.
jetzt dein Vater hier runter, ey. Richtigen Soundtrack dabei. Rennwagen. Voll den Dive-Drop hier runter gemacht, die Straße. Ich komme. Augen auf, ich komme. Kriegen wir jetzt einen Strike? Ja. Aufgepasst, ich komme. Nee, Schüsse rückwärts. Lungenviehhigel. Ja, welche Position sind wir jetzt? Wir haben die Startnummer... Die 9. Oh, das ist gut. Okay, Leute. Warum ist das hier? Weiß man nicht. Wenn ich meine Kappe umdrehe, ist das wie wenn ich meinen Motor starte. Ja, Gold Coast Race in Australien. Hallo. Ich dachte, die wird nur gesurft. Ja, wenn kein Wasser ist, bei Elbe machen wir Autorennen oder was? Oh, los. Jawohl. Auch das Fahrerfeld dicht beisammen. Oh mein Gott. Und die Nummer 9 setzt sich durch. Er zieht weiter nach vorne. Das ist ein Teufelskerl. Dieser Mann hinterm Lenkrad ist unbeschreiblich. Du redest über dich selber. Oh ja. Ich habe ja heute Morgen gesagt, der Slingshot, das war mal ein Slingshot da, der fährt, Digga, was ist das denn? Wir sind übrigens wieder im Hotel angekommen. Kleine Odyssee, ein bisschen länger gedauert, dafür ging es um Parken jetzt natürlich Flotti Carotti und so Getränke hochgetragen. Und wir machen ganz schnell einen Stepper mal nach unten. Es gibt hier eine Happy Hour im Hotel. Die ist noch 10 Minuten. Nehmen wir kurz mit. Wir haben uns jeder 2 Bierchen noch zur Happy Hour geholt. Das eine ist 7 Euro, $7 und sonst und das andere 8 Pfund, ne? 57 und 8,50 sind jetzt für $6. Also wenn es nicht Happy Hour ist, ist es jetzt auch nicht die absolute Katastrophe dafür, wo wir jetzt hier sind. Wir sitzen jetzt hier draußen. Gibt es auch noch mal eine Bar, aber eher so mit Spirits. Wir wurden auch gerade angemacht von einer, die hier konsumiert, warum wir keine Spirits nehmen, sondern nur Bierchen. Direkt am Pool, geiler Blick hinter uns, das Slingshot, also quasi sitzen wir unter unserem Zimmer. Mehr oder weniger, weil das ist der Pool, auf den wir auch drauf gucken von oben. Wir sind jetzt auch im Lukisch Partnerprogramm und haben die Member-Card von der Bar. Kostet nichts, außer deine E-Mail-Adresse. Dafür bekommt noch nicht mal? Telefonnummer. Ach, der Telefonnummer. Leider Zahlendreher drin. Oh nein, hat es einen Zahlendreher drin? Oh nein. Ich hab schon gedacht, boah, wenn die jetzt einen Bestätigungscode von mir will, dann muss ich das Ganze hier abbrechen. Du Assi. Muss ja nicht sagen. Ja, also ob die jemanden in Deutschland anrufen oder SMS schicken, ja, oder verkaufen. Verkaufen die höchstens. Ja, ich bin nicht nur Papa, ich habe eine neue Handynummer, ich bin auch Mama, ich habe eine neue Handynummer. Das ist auch spannend. 20% auf die Drinks. Wer rechnen kann, wüsste jetzt, ob die Happy Hour überhaupt dann noch relevant ist oder ob wir das lieber nach der Happy Hour nutzen. Und 15% aufs Essen. Und ja, jetzt sitzen wir hier, geile Sofas, direkt am Pool, geile Aussicht, das ist schon mega. Mich hat noch ein Typ angequatscht, als wir da gestanden haben. Es war ein bisschen witzig, hat gefragt, ob wir Australier sind, nee, aus Deutschland, da war er sehr interessiert, wo denn her. Und er ist, das hab ich auch beim ersten Anlauf erst verstanden, aus Irland. Warum habe ich das erst beim
zweiten Anlauf verstanden. Also ich bin jetzt nicht der Englisch-Profi. Ich bin jetzt ein bisschen durchgenüht durch die Hitze heute und die Sonne, ja, und das Fahrerei. Aber der Dude war rotzevoll. Es ist sehr laut in der Bar gewesen mit Musik und Geschrei. Kann ich schlecht dann rausfiltern, so habe ich mega Probleme mit. Dann hatte er sein Gebiss nicht drin, aber er war jetzt nicht so alt, aber es war halt echt nicht viel los. Und also ist hier nichts mit 32 Zähnen. Hörst du über mich? Ja. Toll. Und ja, dann war er halt auch Ire. Also wie soll man das verstehen? Wer schon mal in Irland war, weiß, wo das Problem liegt. Genau. Grüße an die Coaster Friends, die zuerst mit Lukisch hier waren und wir dadurch Lukisch wissen, dass das hier cool ist und das auch gemacht haben jetzt. So, ne? Ja. Muss ja auch mal ein bisschen hier Credits geben. So, wir haben ein bisschen Geld mal eben abgeholt. Hier ist ein ATM im Hotel. 3 australische Dollar in der EU. Aber der hat gerade einfach die Scheine so rausgeschmissen, dass die auf den Boden gefallen sind. So hier den Jackpot gemacht hätten. Wir holen uns jetzt einen kleinen Snack und dann gehen wir aufs Zimmer. Und ich glaube, dann endet der Tag auch fast schon. Man spricht ja von der Gold Coast und Surfers Paradise, auch von Mallorca, von Australien, obwohl hier alles ein bisschen mehr reglementiert ist und hier früh Schluss ist. Ja, ich verstehe, warum man das so macht, aber alles fein und ich glaube, das ist für australische Verhältnisse ist es echt wild hier, für normale Verhältnisse, nein, alles easy peasy. Ja, wir haben jetzt da was sah eher von außen sah das echt cool aus mit dem Gyros Dude und so, das ist nicht authentisch und überhaupt nichts. Aber wir gucken mal. Ich glaube, das zeigen wir euch dann noch. Ob wir es überleben, wissen wir nicht. Wenn ihr das seht, haben wir es überlebt. Auf kurz oder lang. Ja, ich glaube dann. Aber dann habe ich jetzt schon mal das Schlusswort. Wir gucken uns das Essen gleich noch an und dann legen wir mal die Füße hoch. Nach dem Anreisetag gestern, also heute. Wir sind heute Nacht erst um 4 ins Bett gegangen. Das war heute. Gerade eben. Ja. Also ich kann euch so viel sagen, er ist da nicht im Laden. Nicht ansatzweise. Er ist negativ davon. Also das ist also unsere Bestellung, die er sich notiert hat, frag mich nicht was. Das ist ja. So. Also er hat es nicht vom Spieß runtergeschnitten. Nee. Ist lecker? Man kann es essen. Okay. Aber es sieht okay aus. Guten Leute. So, es gibt noch einen Twist. Also mit Salat und so ist es ganz okay. Uschi hat einfach nur Nuggets genommen. Mit Pommes. Ja. Und ich habe Soßen dazu aussuchen dürfen. Die habe ich ausgesucht und die sind genau hier. Das habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Nee. Gut. Viel Erfolg. Danke.